Guten Tag, mein Name ist Walter Schnell und heute geht es um eigentlich nur ein ganz kleines Thema, das ich aber schon sehr oft und mit verschiedenen Systemen programmieren musste, nämlich wie kriege ich ein Word-File ins Dokumentenmanagementsystem, aber so, dass es dann schon als PDF im Dokumentenmanagementsystem vorliegt. Schauen wir uns das an am Beispiel von einem SharePoint, in den ich ein Word-Dokument mit Drag and Drop reinziehe, was dann passiert. Wir sind jetzt in einem SharePoint. Unter dem Dokumenten habe ich ein Verzeichnis Word eingerichtet und in dieses Verzeichnis werden wir jetzt einen Drop machen. Das dauert einen Moment und wenn wir jetzt in Docuware schauen, ich bin schon im richtigen Archiv und mache eine Suche und kriege als letztes archiviertes Dokument genau mein Word, aber hier eben als PDF schon konvertiert. Und im SharePoint habe ich dann auch die Docuware-ID und die Dokumenten-URL für das neu erzeugte Dokument. Schauen wir uns das Ganze an im Editor. Wir sind jetzt im Power Automate, meine Flows. Das ist das Modell des Flows, den wir uns anschauen wollen. Springen wir rein. Okay, was haben wir? Wenn ein File angelegt wird im Folder Word in diesem Fall, dann mache ich mit den Mitteln von OneDrive ein neues File, nehme den Inhalt von dem File, den ich im SharePoint hatte, und lege damit ein neues File im OneDrive an. Der OneDrive hat nämlich eine Funktion, die mir zur Verfügung steht, um das Ding dann umzuwandeln in PDF. Das mache ich mit ConvertFile. Erst wenn es im OneDrive drinnen liegt, kann ich es nehmen, kann es konvertieren und kriege aus dem Prozess heraus ein PDF. Also angegeben habe ich die File-ID und sage als Target-Type, dass das PDF sein soll. Das wird mir jetzt das PDF erzeugen und wiederum den Inhalt kann ich dann nehmen, um später mit dem Connector auf das Archiv zuzugreifen und dort ein Create zu machen. Was mache ich dann danach? Schauen, ob das Create geklappt hat. Wenn ja, werde ich dann das zwischendurch erzeugte Dokument wegwerfen, also ein Delete-File machen, nehme aus dem Resultat von dem Create die Docuware-ID und die URL, die werde ich dann zurückschreiben in SharePoint. Oder wenn ich einen Fehler bekommen habe aus dem Create, dann geht es in den Zweig No und wird mir eine E-Mail-Notification schicken. Also im Prinzip irgendeine Art von Fehlerbehandlung reinschreiben in ein Logging und so weiter. Jetzt sind wir über eine Sache drüber gesprungen und in die möchte ich jetzt mal ein bisschen reinschauen. Wir haben eine Sache, die immer wieder wie ein Muster immer wieder auftritt, nämlich etwas zu lesen oder eine Aktion zu machen und ein Resultat davon zurückzubekommen. Und das muss man in Flow immer dann parsen. Was ist zum Beispiel, ich lese ein INI-File, das ist jetzt Lesen vom INI-File, Read Settings. Wenn ich das bekomme, kriege ich einen String zurück. Mit dem String kann Flow nichts anfangen. Ich muss jetzt hergehen und muss das einmal durch einen sogenannten Parse-Schritt durchlassen. Dann wird aus dem Resultatstring ein JSON und das JSON hat alle die Variablen drinnen, die ich dann anschließend wieder verwenden kann. Das ist das Muster Lesen, Parsen. Und interessanterweise, es gibt auch noch hier ein zweites Muster, das hier auffällt und das man bei Flow, also bei Power Automate, immer wieder haben wird, nämlich man will eine Sache erledigt haben und das teilt sich in die 3 Schritte, vorbereiten, damit man das erledigen kann, wie zum Beispiel hier das File noch ein bisschen ummodifizieren oder was man immer machen muss, INI-File lesen. Zweite Phase, durchführen, das was eigentlich der Kern der Sache ist und das was mir ein Resultat liefert. Hier eben schreiben ins Archiv
Und dritte Sache ist immer Housekeeping, also aufräumen. Was mache ich hinterher? Wenn es einen Fehler gibt, den Fehler ordentlich melden. Oder wenn irgendwelche Dinge herumliegen, dann aufräumen. Noch irgendwo was zurückschreiben, damit das alles in Ordnung kommt, damit die Sache rund wird. Das ist auch ein Muster, das immer wiederkehren wird. So, das war jetzt wirklich nur so eine einzelne Idee, nämlich das Word zu PDF konvertieren in einem Flow automatisiert, so dass niemand mehr einen Knopfdruck oder einen Mausklick machen muss. Wir werden sicher tiefgründigere Videos wieder machen, aber hier zum Beispiel hier habe ich die Metadaten stiefmütterlich behandelt. Zudem gibt es sicher ein Video, ein neues. Was ich dann anschließend, als ich das vorbereitet habe, was ich dann einfach nur so als Idee ausprobiert habe, was ist, wenn ich das gleiche jetzt mit einem Excel-File mache? Und siehe da, das PDF-Konvertieren funktioniert genauso gut. Das heißt, eigentlich sollte man das Verzeichnis jetzt nicht unbedingt Word nennen, sondern es ist zu erwarten, es gibt alle möglichen Office-Dokumente, die da auch gleich in PDF konvertiert werden können. So viel für Ihre Projekte. Bitte, wenn Sie mit mir und uns Kontakt aufnehmen wollen, die Kontaktdaten sind wie immer unten in der Beschreibung zu dem Video. Geben Sie Feedback unter den Kommentaren. Ich lese sicher alles, was Sie mir schreiben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund.